Hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder was richtig Leckeres. Und zwar gibt es Teigtaschen mit Champignon und Frischkäsefüllung. Das sind hier so 250 Gramm Mehl. Dazu kommt jetzt ein halber Teelöffel Trockenhefe hinzu. So. Dann brauchen wir noch Salz, auch circa ein halber Teelöffel. Ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen auf gut Glück, weil ich das gerade nicht abmessen kann. So, das schmecke ich danach nach. Und hier haben wir ungefähr 300 Milliliter Wasser. Jetzt machen wir noch nicht alles rein, sondern erstmal nur ein bisschen. Angeblich soll nur 240, aber ich traue der Sache nicht. Erstmal so ein bisschen, um zu gucken, ob es reicht. So, das machen wir erstmal mit dieser Silikonkelle. Ja, und ich sehe schon, dass es zu wenig Wasser ist. Also, kommt noch mal was rein. Wie gesagt, hier sind 300 ml drin. Ob wir alles brauchen, das werden wir gleich sehen. So. Ich denke mal, das reicht. Dann waren das vielleicht 280 Milliliter ungefähr. So, jetzt können wir auch gleich mit der Hand weitermachen, aber bevor ich das mache, tue ich hier noch circa 1 Esslöffel Olivenöl. Das mache ich auch jetzt so nach Auge. Und jetzt kann man das mit der Hand 2-3 Minuten kneten. So, versuchen wir mal. Genau. Ups. So, jetzt habe ich den Teig so circa 5 Minuten geknetet. Ich musste noch ein bisschen Mehl hinzufügen. So sollte der aussehen, schön geschmeidig. Jetzt machen wir eine schöne Kugel. Der klebt jetzt auch nur noch leicht. So ist es auch richtig. So. Jetzt decken wir den mit einem sauberen Küchentuch zu. Und dann lassen wir den so circa 45 Minuten an einem warmen Ort gehen. Und dann sehen wir uns wieder. Wir bereiten jetzt die Füllung zu, während der Teig noch aufgeht. Und zwar, das ist eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, das sind die Champignons und Frischkäse. Da fangen wir jetzt erstmal mit Zwiebel und Knoblauch an. So, die Zwiebel und Knoblauch haben wir von der Schale befreit und dann kann man das jetzt, schneide ich einfach in kleine Würfelchen. So, die Zwiebeln. Ups. Zwiebel und Knoblauch habe ich sind schon mal in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl. Und die Pilze sind abgeputzt mit einem Küchenkrepp. Und jetzt können wir die auch schon mal in kleine Würfelchen schneiden. Erstmal in Scheiben. So.
Das mache ich jetzt mit den ganzen Pilzen und dann nehme ich euch nochmal ran. So, da sind jetzt die Zwiebeln und Knoblauch. Die werden jetzt erstmal 2-3 Minuten angedünstet. Dann kommen die Pilze hinzu. Genau, das sind jetzt ca. 150 Gramm von den Pilzen. Jetzt sind auch die Pilze drin. Braten wir die schön an, so ungefähr 5 bis 7 Minuten würde ich sagen. Und schmecken das natürlich auch mit Salz und Pfeffer ab. Die Pilze sind jetzt fertig. Das waren jetzt 5 Minuten. So, und jetzt wird das Ganze noch hier mit dem Frischkäse zusammengerührt. Das ist die Füllung. Und dann geht es auch gleich an die Teigtaschen ran. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann holen wir jetzt erstmal den Teig raus. So sieht der Teig jetzt aus. Den werden wir jetzt mal ausrollen nochmal und versuchen in gleichmäßige Stücke. Mal sehen, ob wir daraus 8 Stück kneten können. Genau, so sieht er jetzt aus. Ja, das machen wir jetzt mal zusammen. Ja. Okay. So, das sind erstmal 4 größere und die teilen wir jetzt einfach nochmal auf. Ne, 5 sind es. Da schauen wir jetzt mal, wie wir die zusammenkneten. So, hier haben wir 6 Kügelchen draus geformt. Ja, dann werde ich mal jetzt nach und nach die ausrollen und belegen und in die Pfanne anbraten. So, jetzt habe ich mir eine Kugel genommen und jetzt wird sie erstmal schön möglichst rund geformt. Jetzt muss ich gerade lachen. Jetzt haben wir ungefähr die Größe. Ja, der Kleine quietscht ja ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für die Ohren. Genau, jetzt haben wir es ungefähr so, wie wir es haben wollen. Dann kommt jetzt auch schon die Füllung. Dann nehmen wir so ein, circa einen Esslöffel. Machen das hier so im unteren Bereich.
klappt. Genau. Ja, so geht es jetzt weiter und dann nehme ich euch ran, wenn die in der Pfanne sind. So, ihr Lieben, jetzt geht's ab in die Pfanne. Jetzt lassen wir das pro Seite 2 bis 3 Minuten und dann lassen wir uns das schmecken. So, jetzt wird es Zeit zum Wenden. Zack. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Super. Ja, so werden wir jetzt alle Teigtaschen nacheinander anbraten, anrichten und dann sehen wir uns wieder. So, die Teigtaschen sind jetzt fertig. So sehen die aus. Wir haben uns hier noch ein Dressing drüber gemacht. Ein, was ist das? Knoblauch-Dressing. Genau, so sehen die aus. Dazu haben wir noch einen grünen Salat. Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal.